So, und damit herzlich willkommen zu Maximal Minimal. Mein Name ist Max und das heutige Video steht im Zeichen des völligen Verkabelns. Und zwar, ihr seht jetzt auch schon hier, die Weichen sind hier fest verdrahtet und auch hier ist ein Rückmeldekontakt, beziehungsweise hier mit den braunen, respektive schwarz- und roten Kabeln wurde auch dementsprechend ein Rückmeldekabel gelegt, respektive auch dann die Stromeinspeisung. Und da wollte ich euch heute mal mitnehmen, wie ich das Ganze gemacht habe. Und ja, ich zeige euch mal, also ich nehme mich mal auf die Hand und zeige euch mal so ein bisschen, wie ich auch die ganze Blockeinteilung gemacht habe. So, also auch der alte Anlagenteil wurde dementsprechend ausgestattet. Das heißt, wir haben jetzt hier auf dem Boden zum Beispiel ein Kabel liegen. Das heißt, hier wurde ein Kontakt angelötet als ein Teil des Bahnhofsblocks. Der zweite hier. Dann haben wir hier ein Teil für das Einfahrsignal, genauso auch den zweiten Teil. Oben am Berghang haben wir hier diesen einen Teil, weil die Strecke kommt ja von hinten, wie ihr wisst. Deswegen, da gibt es dann quasi im anderen Raum, wird es dann irgendwann mal sozusagen den Enter-Teil, den Einfahrteil geben, wenn dann der Zug langsamer wird. Und hier wird er halten, genauso auch wie von der anderen Seite aus, wo bisher jetzt hier mit dem einen braunen Kabel nur sozusagen der Haltebefehl geschickt wird und dann auch im anderen Raum dann der Einfahrbefehl kommt. Und wenn wir hinter die Anlage gehen, dann seht ihr zum Beispiel, hier wurde ein neues Kabel angelötet. Das heißt, auch für den Enter-Befehl, also wenn der Zug einfährt. Und genauso auch hier, wenn er hier anhalten muss, also hier im Rahmen auch eines Einfahrsignals. Und dann geht es weiter hier mit einem Kontakt. Und auch hier mit einem Kontakt, also Einfahr- wie auch Haltekontakt für den Dorfbahnhof. Wie gesagt, sind hier immer zwei Kontakte für einen Block in Rockrail, von dem her brauchen wir die immer. Und auch hier ein Kontakt, sowie hier ein Kontakt oder auch hier und hier für die jeweiligen Abstellgleise. Und wie ich so einen Rückmeldekontakt auch gebaut habe, das zeige ich euch jetzt in einem Video. So, ich hoffe mal, euch hat das kleine Video gefallen, aber die Verkabelung geht ja noch weiter. Und zwar haben wir auch in den jetzt neuen, beziehungsweise im Teil von dem alten Anlagenteil auch 9 Stromeinspeisungen hingebaut. Und zwar einer ist hier direkt am Bahnhof, weil es ein sehr, sehr langes Gleis ist und es wird ja eben, ein Teil wird ja immer unterbrochen, sobald ein Rückmeldegleis dann ist, dann wird ja sozusagen eine Schiene ist ja leider dann nicht mehr mit Strom versorgt. Deswegen habe ich hier auf jeden Fall einen Stromkontakt hingesetzt. Dann, jetzt mal gucken. Dann haben wir hier Nummer 1 vor oder hinter dem Ausfahrsignal. Und dann wurde noch, ihr seht die Kabel hier auch nochmal hier im Tunnelbereich, sozusagen im Bergteil, auch nochmal ein Stromeinspeisungspunkt für die untere Strecke gebaut. Oben haben wir hier eins, damit sozusagen auch die ganze Weiche hier versorgt wird, beziehungsweise auch natürlich der Schienenstrang. Hier natürlich hier durch diesen einen Rückmeldeteil ist wie gesagt auch eine Schiene, wird dann wieder masselos, macht aber auch kein Problem, also wie ein Radsatz, der drauf ist, leitet der ja auch die Masse auf die anderen Schienenteile. So funktioniert ja auch der Rückmeldekontakt und dürfte da auch kein Problem haben, beziehungsweise auf dem alten Anlagenteil habe ich sogar zum Teil nur 2 Stromeinspeisungen, also nur eine Seite Masse und das funktioniert ohne Probleme und habe überhaupt kein Problem damit. Und wir haben auch an der Bergstrecke hier nochmal 2 Stromeinspeisungen jeweils für ein Gleis. Dann haben wir hier unten nochmal eins gemacht. Nach dem Dorfbahnhof wird es einfach eine Einspeisung geben, wo es dann eben dann für den nächsten Anlagenteil im neuen Raum dann übergeht.
Dann das Abstellgleis hier wurde hergenommen, um dann eben diesen ganzen weichen Teil gut mit Strom versorgen zu können. Und zu guter Letzt wurde hier noch im alten Anlagenteil eine Stromeinspeisung gemacht, damit auch hier, weil das ist relativ lang, das Gleis, damit da auch ein sicherer Betrieb gewährleistet ist. Und ja, ihr seht auch, die ganzen Schienen sind nur aufgelegt. Das hat damit zu tun, ich werde jetzt im nächsten Schritt werde ich dann alles verkabeln, alles anschließen und dann auch testen, ob es irgendwo Kurzschlüsse gibt bei den Stromeinspeisungen, respektive auch irgendwelche Lötbrücken bei den Rückmeldekontakten, also quasi, dass die ganze Zeit aufleuchten am Computer, weil da zum Beispiel sozusagen eine Masse dementsprechend dann auch das Kabel dran gelötet worden ist, direkt, also mit Massekontakt. Deswegen lassen die Gleise erstmal nur so aufgelegt, lasse dann mit dem Zug oder mit dem Wagen mache ich mal eine Probefahrt und dann kann ich das fest reindrücken in die Bettung und dann sieht das auf jeden Fall ganz gut aus. Aber wie ich jetzt auch so eine Stromeinspeisung gemacht habe, das zeige ich euch jetzt in einem Film. Viel Spaß! Bei den Abstellgleisen ist es soweit jetzt, dass ich diese abschaltbar mache. Deswegen, ich habe dann links und rechts, also einmal bei der Weiche und einmal bei dem Gleis, ein Kabel unten angelötet und auch die sagen wir mal, Schienenverbinder für den Mittelleiterkontakt abgesäbelt und dann eben die Kabel dran gemacht. Und wie ich das gemacht habe, das zeige ich euch jetzt. Und auch die Weichen sind verkabelt, deswegen, ich habe jetzt hier auch sogar ein paar Löcher reingebohrt und erstmal hier soweit alles hinten hingeklipst, deswegen das geht auch soweit vorwärts. Jetzt muss man nur noch das auch an den Decoder anschließen. So, nun sind wir wieder zurück an der Anlage. Der letzte Teil des ultimativen Verkabelns ist das Thema Weichen. Das heißt, alle Weichen wurden soweit erstmal verkabelt, aber noch nicht an den Decoder angeschlossen. Das folgt nämlich jetzt eben mit dem ganzen Thema Anschließen, was noch offen ist. Ich freue mich schon wirklich aufs Testen, muss ich sagen. Also bin ich echt wahnsinnig gespannt. Aber ich habe euch ja auch im Community Hub direkt auch mit dem Beitrag mal gezeigt, dass ich jetzt weg von den Bananensteckern gehe. Also ihr wisst ja, der ganze alte Anlagenteil ist ja voll mit Bananensteckern. Es hat seine Vorteile, es hat seine Nachteile. Ich würde immer wieder damit anfangen, weil ich muss sagen, ich glaube, dass man sich am Anfang direkt Gedanken macht, wie man was verkabelt. Ich glaube, keiner ist unbedingt als Elektriker geboren, es sei denn, man hat natürlich auch die Ausbildung gemacht, das ist natürlich viel, viel einfacher. Aber ich habe auch damals bei der Anlage das ganz normale, ja, den Standard genommen, was man eben für Modelleisenbahn nimmt. Und es ist für eine kleine Anlage einfach mal sind diese Bananenstecker. Aber mittlerweile hat man ja doch auch ein bisschen was Größeres vor. Deswegen habe ich jetzt diese sogenannten Vago-Klemmen mir besorgt. Also, das sind nämlich zum Beispiel solche hier. Das sind solche Klemmen.
Die kann man hier aufmachen, steckt das Kabel dann rein und macht dann zu und dann ist es wirklich super fest. Also es ist wirklich wahnsinnig fest. Nehmen dann auch die Elektriker. Habe mich da auch in Foren mal ein bisschen schlau gemacht und sitzt auch wirklich wunderbar alles. Genau, also die Kabel sitzen wirklich wunderbar fest und es gibt dann dazu passend auch noch solche Halterungen. Ich kann es auch mal so ein bisschen schräg machen. Und da gibt es oben auch so eine Führungsnase. Das heißt, ich kann die Kabel einfach alle hier verkabeln. Ihr seht, das kann ich jetzt rausnehmen. Und wenn ich habe die hingeschraubt und dann, wenn ich fertig bin, setze ich die einfach hier rein und klipse es nach hinten und es hält super fest. Also da gibt es dann nichts, kein Rütteln mehr. Und das halte ich für eine sehr, sehr saubere Lösung. Ist ein bisschen... Genau, halte ich für eine sehr, sehr saubere Lösung. Ist ein bisschen eine teurere Variante als die Bananenstecker, wenn man sich es ausrechnet, gerade mit diesen Halterungen. Man muss aber auch diese Halterung nicht unbedingt nehmen. Man könnte jetzt auch einfach hier so Kabelbinde oder irgendwas nehmen und dann baumelt halt diese Vago-Klemme dementsprechend dann einfach ein bisschen umher. Das ist auch nicht schlimm. Wie gesagt, es gibt jetzt also die Sachen sind isoliert, da passiert jetzt nichts, da gibt es keinen Stromfluss. Aber ich wollte jetzt gerade jetzt hier im oberen Teil, weil ich hier eine Blende machen werde, um das abnehmen zu können für den Weichenantriebtausch, falls der mal kaputt geht, weil die Anlage soll jetzt einige Jahrzehnte auch halten. Und auch bei den anderen Weichen habe ich es unten auch noch genommen. Komm, das kann ich auch noch zeigen. Beziehungsweise bei der Weiche habe ich das gemacht. Und da, ich hoffe, das sieht man, habe ich dann unten auch nochmal hier so Klemmenhalter dann hergenommen. Also von dem her wieder was, da auf jeden Fall ist man einen Schritt weiter gekommen, das Ganze ein bisschen, ich sag mal, professioneller zu gestalten. Hat auch Spaß gemacht, sich da ein bisschen reinzufuchsen, aber würde ich jetzt am Anfang vielleicht nicht unbedingt empfehlen, weil, wie gesagt, jeder fängt mal klein an und Schritt für Schritt kann man dann auch sich nachher immer verbessern. Und bei dem letzten Punkt, der noch offen war von einem der letzten Videos, ist das Thema Weichen. Da haben wir auch drüber gesprochen, dass hier gerade bei den Weichen für die Schotterbettung, beziehungsweise auch bei den vor allen Dingen schlanken Weichen, dass da relativ viele helle Stellen sind zwischendrin. Die schauen jetzt nicht so super aus. Und da gibt es dann eine Möglichkeit, einfach mit schwarzer Farbe diese nachzubearbeiten. Also ich nehme da immer so Aquacolor. Hat es bisher immer ganz gut getaugt. Nehme ich auch solche Farben, nehme ich dann auch mal zum Rosten der Schienen, letzten Endes zum Anpinseln. Und wenn ich jetzt hier die Weiche dann hier hin mache, dann sieht es auf jeden Fall um einiges besser aus und hat dann nicht mehr diese hellen Stellen. Das ist nur ein kleiner Tipp von meiner Seite auch. Wurde es auch schon alles fertig eingebaut. Und ja, ich hoffe, euch hat der Teil gefallen. Hat mal euch einiges gezeigt. Und ja, wünsche euch da auf jeden Fall weiterhin ganz viel Spaß beim Basteln. Macht es gut. Bis dahin. Tschüss.